wichtigste Aufgabe für dieses Parlament in den nächsten 5 Jahren wird sein, dass wir als Parlament auf Augenhöhe mit der Bundesregierung agieren, dass wir als selbstbewusstes Parlament auftreten und dass wir den Parlamentarismus ernst nehmen. Das bedeutet, dass wir uns es nicht gefallen lassen sollten, dass uns Sozialpartner oder die Bundesregierung irgendwelche Gesetze diktieren und das Parlament diese einfach nur abnickt nachher. Das bedeutet, dass wir den Gesetzgebungsprozess ernst nehmen sollten und nicht akzeptieren sollten, dass es 2-wöchige Begutachtungsfristen gibt und dann in der letzten Minute ein 40-seitiger Abänderungsantrag kommt und wir am Schluss ein schlechtes oder gar fehlerhaftes Gesetz beschließen. Das bedeutet, dass Schluss sein muss mit dieser unerträglichen Vertagungspraxis, wo einfach Ideen und Anträge vertagt werden, nur weil sie von der Opposition kommen und dann irgendwo in Schubladen landen und nicht mehr darüber diskutiert wird. Und das bedeutet auch, dass Vorschläge, die klar verfassungswidrig sind, die klar die Grund- und Menschenrechte einschränken wollen, die sie aushebeln wollen, dass wir diese als Parlament ganz klar auch zurückweisen. Ein selbstbewusstes Parlament nimmt sich selbst ernst. Und ein selbstbewusstes, unabhängiges Parlament wählt auch ein selbstbewusstes und unabhängiges Parlamentspräsidium. Wir haben leider in den letzten Tagen ein sehr unwürdiges Schauspiel von der ÖVP in dem Zusammenhang miterlebt. Wir haben aber miterlebt, dass der Parteichef der ÖVP mit Elisabeth Köstinger jemanden für das Amt der Nationalratspräsidentin nominiert, die noch nie hier als Abgeordnete im Hohen Haus tätig war. Die direkt als Generalsekretärin der ÖVP aus der Parteizentrale der ÖVP in das überparteiliche Amt der Nationalratspräsidentin wechseln will. Von der wir gar nicht wissen, wie sie dieses Amt überhaupt anlegen will, weil wir sie auch noch nie hier im Hohen Haus erleben durften. Die momentan Regierungsverhandlungen führt und gleichzeitig offensichtlich Nationalratspräsidentin sein will. Und von der wir noch nicht einmal wissen, ob sie überhaupt länger dieses Amt hier ausüben will oder vielleicht doch lieber möglichst bald ein Regierungsamt wechselt. Und all diese von mir angesprochenen Umstände, finde ich, bringen schwerwiegende Zweifel auf, ob die ÖVP das Amt des Nationalratspräsidenten, das Amt der Nationalratspräsidentin, was immerhin das zweitwichtigste Amt im Staat ist, überhaupt ernst nimmt. Oder ob Sebastian Kurz diese Funktion der Nationalratspräsidentin nur dazu verwendet, einmal einen Platzhalter zu installieren, weil er noch nicht weiß, wer wie in der Regierung am Schluss ein Ministeramt übernehmen wird. Und wir NEOS haben deswegen Sie, Frau Kollegin Köstinger, zu uns in den Parlamentsclub eingeladen, dass wir all diese Fragen, die ich finde sehr schwerwiegend sind, mit Ihnen diskutieren hätten können, damit Sie uns Ihre Motivation erklären können, wieso Sie hier als Nationalratspräsidentin kandidieren. Damit Sie uns erklären können, wie Sie aus Ihrer Rolle der Generalsekretärin der ÖVP in das überparteiliche Amt der Nationalratspräsidentin wechseln wollen, wie Sie sich das vorstellen. Damit Sie uns erklären können, wie Sie in Zukunft als Präsidentin eines selbstbewussten Parlaments auch selbstbewusst auf Augenhöhe gegenüber der Regierung auftritt und immer dann, wenn die Bundesregierung gewisse Regeln, die das Parlament schützen sollten, die den Parlamentarismus schützen sollten, auch entsprechend dann aufzeigen, wenn diese verletzt werden. Und ob Sie das Amt der Präsidentin überhaupt langfristig wahrnehmen wollen oder in ein paar Monaten, wenn vielleicht der Außenminister dann als Posten winkt, ob Sie dorthin wechseln oder ein anderes Regierungsamt anstreben. Und all diese Zweifel hätten Sie ausräumen können, wenn Sie unserer Einladung gefolgt wären. Das sind Sie nur leider nicht. Sie haben uns noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben, mit Ihnen über diese Fragen, die ich finde sehr schwerwiegend sind und sehr relevant sind, zu diskutieren. Und jetzt, und das verstehe ich wirklich nicht, jetzt erwarten Sie von mir, dass ich als Abgeordneter dieses Hauses Sie zu meiner Präsidentin wähle, ohne dass Sie diese Fragen mit mir diskutiert haben, ohne dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, als Abgeordneter mit Ihnen über solche Fragen zu diskutieren. Sie erwarten, dass ich Ihnen meine Stimme gebe, obwohl ich Sie de facto nicht kenne und nicht weiß, wie Sie diese Funktion hier ausüben wollen. Und Sie erwarten, dass ich Sie wähle, obwohl Sie es offensichtlich noch nicht einmal als notwendig empfinden, hier in dieser Debatte vorzugehen und uns zu erzählen, wie Sie das Amt der Nationalratspräsidentin anlegen wollen. Das ist vollkommen unverständlich aus meiner Perspektive. Und sowas werde ich als selbstbewusster Parlamentarier sicher nicht tun. Ich glaube, eine solche Geringschätzung, eine solche Missachtung, eine solche Ignoranz gegenüber dem Nationalrat darf sich dieses Hohe Haus nicht gefallen lassen und werde ich mir als Abgeordneter dieses Hohen Hauses ganz sicher nicht gefallen lassen. Die Rede, Herr Kollege Strasser, schreibe ich mir normalerweise selbst. Ich weiß nicht, wer Ihre Reden schreibt. Ist mir eigentlich auch egal. Ich glaube, was Sie nicht verstanden haben, dass Sie dieses Amt mit diesem komischen Postenschacher, mit dieser komischen Art und Weise von Verschubbahnhof beschädigen und wir noch nicht einmal wissen, ob die Frau Kollegin Köstinger dieses Amt überhaupt dauerhaft ausüben will. Das halte ich für eine Zumutung dem Parlament gegenüber. Das zeigt, wie die neue ÖVP mit dem Parlament umgeht, dass ihnen der Parlamentarismus egal sind, weil sie null Respekt vor diesem Hohen Haus haben.
Den Usancen des Hauses entsprechend steht natürlich das Amt des Nationalratspräsidenten der stimmenstärksten Fraktion zu. Und diesen Usancen folgend werde ich selbstverständlich einen Abgeordneten der ÖVP halt zum Nationalratspräsidenten wählen. Einen Abgeordneten, von dem ich weiß, dass er selbstbewusst als Parlamentspräsident auftreten wird, dass er selbstbewusst auf Augenhöhe gegenüber der Bundesregierung agieren wird, von dem ich weiß, dass er die wichtige Überparteilichkeit für dieses Amt mitbringt. Und dem, bitte, Herr Kollege Strache. Herr Kollege Strache, wenn Sie mir gerade Frauenverachtung vorwerfen, dann haben Sie wirklich ein ganz grundlegendes Problem mit Verständnis von dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Ja. Es geht hier in keinster Art und Weise darum, ob die Frau Kollegin Köster eine Frau ist. Ich verbiete mir solche Unterstellungen von Ihnen. Ich werde für das Amt des Nationalratspräsidenten heute Karl-Heinz Kopf wählen, weil ich glaube, dass er die Überparteilichkeit hier mitbringt. Und ich hoffe, dass viele andere selbstbewusste Parlamentarier das heute auch machen werden. Nikolaus Scherak von den NEOS hat ganz schwerwiegende Zweifel, ob die ÖVP das Amt der Nationalratspräsidentin überhaupt ernst nimmt. Er spricht von Geringschätzung, Missachtung und Arroganz der ÖVP und hat damit die Gemüter erhitzt.